Liebe Musikfreunde, meine Damen und Herren, heute erzähle ich Ihnen etwas über Ben van Osten. Sie alle kennen Ben van Osten als den Organisten, mit dem wir fast die gesamte französische Orgelromantik in beispielhaften Aufnahmen produziert haben. Wir sind mit ihm auch nach England gefahren. Wir waren mit ihm in den USA, um die Dupré-Aufnahme aufzunehmen. Jetzt war sein großer Wunsch, doch mal deutsche Romantik an einem deutschen romantischen Instrument aufzunehmen. Die Wahl fiel auf die Seifert-Orgel der Basilika St. Marien in Kevelaer. Das ist ein ganz besonderes Instrument. Man wollte so um 1900 herum ein neues Instrument dort bauen. Und die Voraussetzung, die man gemacht hat, war nicht nur einen guten Vorschlag zu machen, sondern man verlangte, dass die Orgelbaufirma auch wirklich ihren Sitz in Kevelaer aufschlug. Und das hat die Firma Seifert gemacht. Die stammt ursprünglich aus Köln, aber man hat in Kevelaer eben nicht nur ein Büro, sondern die ganze Fabrik aufgebaut. Und die Orgel sollte dann schließlich im Kaiserreich die größte Orgel in Deutschland überhaupt sein. Die Orgel hat dann verschiedene Stadien durchgemacht. Es gab dann auch eine sogenannte Orgelbewegung, wo man versucht hat, die romantischen Klänge wieder zurück Richtung Barock zu entwickeln. Das Besondere war, dass der alte Seifert eben nach wie vor in Kevelaer lebte und Register, die zwischenzeitlich mal ausgebaut werden mussten, die hat er eingelagert. Sodass man bei der jüngsten Restaurierung, die man glücklicherweise so gelegt hat, dass man gesagt hat, wir wollen den Originalzustand dieses Instruments, den wollen wir wiederherstellen. Da konnte man einfach die wieder vom Dachboden von Seifert retten und einbauen. Und dadurch hat das Instrument also tatsächlich eine große Zahl von originalen Pfeifenwerk. Was man auch gemacht hat und was vor allen Dingen in der 3D-Wiedergabe natürlich hervorragend zur Geltung kommt, man hat ein Fernwerk wiederbelebt. Das war im Krieg zerstört worden und man hat tatsächlich jetzt ein Fernwerk neu gebaut. Das ist ein Werk, wenn man in der Kirche ist, hat man über dem Eingang die große Orgel und in der Vierung auf der linken Seite ist dann dieses Fernwerk untergebracht. Man kann das vom selben Spieltisch aus betätigen, sodass also der Hörer von Klang umgeben ist. Ben van Osten hat auch tatsächlich diese Instrumente als ein Instrument betrachtet. Es ist aber genau im Booklet angegeben, wo man das Fernwerk auch mal extra hören kann. Und wie gesagt, wer das in einer Mehrkanalwiedergabe tut, der wird es ganz deutlich erkennen können. Das Programm, es ist wirklich ein romantisches Wunschprogramm. Es beginnt mit Felix Mendelssohn Bartholdy, der ja der Erste war, der eigentlich in der Romantik die Orgel wiederum zu einem Konzertinstrument gewandelt hat. Es ist seine Sonate in F-Moll drauf, Opus 65.1. Dann folgt von Julius Reubke die Orgelsonate der 94. Psalm. Julius Reubke war ein Schüler von Franz Liszt, der leider mit, ich glaube, 22 Jahren schon
früh verstorben ist. Es gibt genau 2 Werke von ihm, eine Orgelsonate, genau diese, und eine Klaviersonate. Beide sind absolut Top-Werke, die Sie unbedingt anhören sollten. Wenn Reubke nicht so früh verstorben wäre, wir wüssten den Namen, der wäre heute nicht weniger glanzvoll als der von Franz Liszt. Das nächste Hauptwerk ist dann von Max Reger, die Choralfantasie Wachet auf, ruft uns die Stimme. Das ist ein Werk, was dann zeitlich genau auf diese Orgel passt. Das war der Orgeltypus, der eben Reger tatsächlich vorgeschwebt hat und für das er gerne komponiert hat. Ich habe hier noch was Extras, um Ihnen das mal zu zeigen. Das ist die erste Seite von der Fantasie für Orgel Wachet auf, ruft uns die Stimme. Und Sie sehen, das ist geschrieben mit der Hand, aber es sieht aus wie gedruckt. Hier oben steht in Blau eingeschrieben, das ist das Exemplar Karl Straube. Karl Straube war der Organist, der war Gewandhausorganist, der hat viele Werke Regers uraufgeführt. Das ist also das Originalexemplar, was er selbst in Händen hatte. Was interessant ist, die Dynamik hat Reger immer in einer anderen Farbe, nämlich in Rot, nachträglich eingetragen in seine Partituren. So wichtig war ihm das. Das fängt hier an mit vierfach Pianissimo und innerhalb kürzester Zeit ist es auch bei einem vier- oder fünffachen Fortissimo. Sie können sich also freuen auf eine wirklich gigantische und ziemlich originalgetreue Wiedergabe.